In den weiten Graslandschaften des Kruger-Nationalparks in Südafrika gibt es ein berühmtes Nashornpaar, das jeden Besucher anzieht. Aufgrund ihrer majestätischen Erscheinung und ihres massiven Körpers werden die Nashörnerpaare auch Stahlhörner genannt. Sie leben in der Nähe des Zentrums des Reservats und können daher von vielen Menschen bewundert werden. Jeden Tag möchten die Besucher des Kruger-Nationalparks sie als erstes besuchen. Dank der aufmerksamen Pflege des Personals gewöhnten sie sich schnell an die menschliche Anwesenheit. In diesem Team ist Victor der Erfahrene, der regelmäßig die Gesundheit des Nashornpaares überprüft. Daniel, ein junger Mitarbeiter, half bei der Bereitstellung von Nahrung und Wasser und der Aufzeichnung aller Beobachtungen. Jeden Morgen fahren sie auf die Weide und bringen frisches Gras und Futtermittel mit. Die Steelhorns nährten sich langsam und erschnüffelten mit ihrer großen Schnauze das köstliche Essen. Touristen machen ständig Fotos und halten die engen Momente zwischen Menschen und Nashörnern fest. Mit der Zeit wurde das Nashornpaar reifer und war bereit für die Paarungszeit. Das Reservat wartet gespannt auf gute Nachrichten über die nächste Nashorngeneration. Schließlich wurde das Nashornweibchen trächtig, was ein neues Kapitel in der Geschichte des Artenschutzes einleitete. Zunächst dachten alle, alles würde normal verlaufen, wie bei jeder anderen Schwangerschaft auch. Allerdings wurde der Bauch des Nashornweibchens ungewöhnlich groß, was allen Anlass zur Sorge gab. Jeden Tag hielten Victor und Daniel genau Ausschau nach ungewöhnlichen Anzeichen. Das Nashornweibchen frisst noch gut und bewegt sich stetig, aber sein Bauch ist rund wie ein riesiger Ball. Viele Touristen, die diesen Anblick sahen, waren verwirrt und stellten unzählige Fragen. In der Zwischenzeit führte das medizinische Team des Reservats mehrere vorläufige Untersuchungen durch und konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, entschieden sie sich jedoch, eine spezielle Pflege für das Nashornmuttertier einzuführen. Jeden Tag bereitet Victor nahrhafte Mahlzeiten zu und wählt dafür sorgfältig frische Kräuter und Gemüse aus. Daniel war für die Beobachtung der Esshäufigkeit sowie die Aufzeichnung der Ruhezeiten und des Aktivitätsniveaus verantwortlich. Außerdem überwacht er regelmäßig mit einem speziellen Stethoskop die Herzfrequenz und Atmung des Nashornweibchens. Gelegentlich kommt das Veterinärteam vorbei, um eine Ultraschalluntersuchung durchzuführen, den Fötus zu untersuchen und das Herz des Fötus auf abnormale Schläge abzuhören. Wenn sie ungewöhnliche Anzeichen feststellen, wird umgehend ein Beratungsgespräch geführt, um eine Möglichkeit für ein schnelles Eingreifen zu finden. Obwohl ihr Bauch viel größer war als bei ihren vorherigen Schwangerschaften, blieb die Nashornmutter geistig stabil. Vielleicht war es der Aufmerksamkeit von Victor, Daniel und dem gesamten Personal zu verdanken, dass ich mich immer sicher fühlte. Das gesamte Reservat beobachtete die Szene und glaubte, dass die Nashornmutter mit dieser Pflege erfolgreich gebären würde. Der Countdown bis zum Geburtstermin verging voller Aufregung und Angst. Eines Morgens verbreitete sich die Nachricht, dass das Nashornweibchen Anzeichen der Wehen zeigte, wie im Flug. Sein Bauch war so aufgebläht, dass er kaum noch laufen konnte. Das männliche Nashorn stand in der Nähe und schien ebenfalls begierig darauf zu sein, seine Partnerin leiden zu sehen. Victor und Daniel wurden sofort losgeschickt, um die Lage zu überprüfen. Sie führen medizinische Ausrüstung und Notfallmedikamente mit sich und sind für jede Notfallsituation gerüstet. Als das männliche Nashorn sah, dass sie sich der Nashornmutter näherten, trat es ein paar Schritte zurück und zeigte damit, dass es den beiden vertraute. Victor legte das Stethoskop schnell auf seinen großen, runden Bauch und spürte den schnellen Herzschlag des Fötus. Daniel beobachtete das Nashornweibchen und bemerkte, dass es starke Wehen hatte. Sie kamen zu dem Schluss, dass es für die Nashornmutter an der Zeit sei, ihr Junges zu gebären, da es sonst sehr gefährlich werden würde. Ohne zu zögern injizierte Victor eine Dosis wehenfördernder Medikamente, um die Schmerzen zu lindern. Daniel rieb sanft den Bauch des Nashornweibchens und tröstete sie mit einer vertrauten Stimme. Mit der Zeit wurden die anfänglichen Wehen häufiger und stärker. Beide Männer waren hochkonzentriert und bereiteten sich auf den bevorstehenden wichtigen Moment vor. Das männliche Nashorn brüllte heiser, ängstlich und erwartungsvoll zugleich. Plötzlich bäumte sich das Nashornweibchen auf und gab einen schweren, aber entschlossenen Laut von sich.
Als das erste Nashornbaby, bedeckt mit Fruchtwasser, auftauchte, brach große Freude aus. Daniel wischte dem Nashornbaby sofort mit einem sauberen Handtuch Nase und Mund ab. Das männliche Nashorn schnüffelte aus der Ferne in der Luft und schien äußerst glücklich zu sein. Doch bevor die Nashornmutter zur Ruhe kommen konnte, setzten neue Wehen ein. Viktor warf Daniel einen Blick zu und vermutete, dass das Nashornweibchen mit Zwillingen schwanger war, ein äußerst seltenes Ereignis. Ihre Herzen klopften, sie waren glücklich und zugleich besorgt um die Gesundheit der Nashornmutter. Schließlich wurde zur Überraschung des gesamten Reservats das zweite Nashornbaby geboren. Daniel schrie vor Freude, während seine Hände immer noch das zweite Nashornbaby säuberten. Die Nashornmutter war erschöpft, lag flach im Gras und keuchte. Viktor rief schnell im Zentrum an, um diese ganz besondere gute Nachricht mitzuteilen. Die beiden Nashornbabys blökten leise und versuchten, ihre Körper am Bauch ihrer Mutter zu reiben. Das männliche Nashorn näherte sich langsam, beugte sich hinunter, um ihr Fell zu lecken, und bestätigte den seltsamen Geruch. Fröhlichkeit machte sich im Raum breit und vertrieb die anfänglichen Sorgen. Die Nashornmutter öffnete langsam ihre Augen, als wolle sie den Zustand ihrer beiden Babys überprüfen. Viktor injizierte eine weitere Dosis des gesundheitsunterstützenden Medikaments und half der Nashornmutter, sich schnell zu erholen. Daniel nutzte die Gelegenheit, seine Werkzeuge aufzuräumen und einen sauberen Platz für die ganze Nashornfamilie zu schaffen. Eine sanfte Brise wehte durch die Graslandschaft und trug einen Duft des Friedens mit sich. Die Sonne neigte sich allmählich nach unten und färbte den riesigen Rasen golden. Die Nashornmutter hob sanft ihren Kopf und atmete erleichtert auf, als wäre sie nach einer schwierigen Geburt von einer Last befreit worden. Die beiden Nashornbabys begannen zu stolpern und versuchten, auf wackeligen Beinen zu stehen. Das männliche Nashorn blieb still, aber seine Augen waren voller Stolz und Liebe. Als die Nashornmutter aufstehen konnte, leckte sie ihre beiden Jungen sanft ab und drängte sie, sich zu bewegen. Die Nashornfamilie versammelte sich und schuf ein seltenes, warmes Bild. Neugierige Touristen standen von weitem da und hielten diesen magischen Moment fest. Viktor und Daniel sahen voller Freude zu, da sie wussten, dass sich die Anstrengungen des gesamten Reservats gelohnt hatten. Sie traten zurück und gaben der Nashornfamilie Raum, ihren ersten gemeinsamen Moment zu genießen. Jeder Tautropfen am Nachmittag glitzert auf dem Gras und malt eine poetische Szene. Das männliche Nashorn machte einen Schritt nach vorne, schnüffelte und rieb dann sanft sein Horn am Nashorn der Mutter. Die Nashornmutter drehte den Kopf und warf ihrem Partner einen dankbaren Blick zu. Die beiden Nashornbabys waren verwirrt, versuchten aber dennoch, ihren Eltern in Richtung der grünen Weiden zu folgen. Viktors und Daniels Augen verfolgten jeden wackeligen Schritt der Nashornzwillinge. Ihre Herzen waren voller Freude und Stolz, da sie wussten, dass sie gerade zum Schutz einer seltenen Familie beigetragen hatten. Im Wind zwitscherten die Vögel wie eine Gratulation zu diesem denkwürdigen Ereignis. Der südafrikanische Himmel ist bei Sonnenuntergang in orangerote Töne getaucht, die den Horizont sprenkeln. Nach einer Weile mussten Viktor und Daniel zum Zentrum zurückkehren, um die Situation im Detail zu melden. Sie stiegen ins Auto, winkten der Nashornfamilie zum Abschied und hofften, dass sie sich bald in ihr neues Leben einleben würden. Das männliche Nashorn schnaubte, als wolle es seinen beiden vertrauten Freunden einen freundlichen Abschiedsgruß schicken. Die Nashornmutter führte ihre beiden Jungen sanft weiter und suchte sich einen ruhigen Platz zum Ausruhen. Auf dem Rückweg sprachen Viktor und Daniel weiter über das Wunder, dessen Zeuge sie gerade geworden waren. Sie einigten sich darauf, die Überwachung zu verstärken, um die absolute Sicherheit der Nashornfamilie zu gewährleisten. Die Nachricht von den Zwillingen verbreitete sich schnell und wurde im Reservat zu einem heißen Thema. Die Stimmung unter den Mitarbeitern war gut und alle freuten sich darauf, die beiden Nashornbabys zu besuchen. Es wurden zahlreiche Bildungspläne vorgeschlagen, um das Bewusstsein für den Nashornschutz zu schärfen. In den Herzen der Menschen keimt neue Hoffnung auf eine Erholung der Nashornpopulation. Das Nashornpaar und seine beiden Kälber wurden zu lebendigen Symbolen, die Ausdauer und Liebe demonstrierten.
Und seitdem werden die Namen von Viktor und Daniel mit einem Zwillingswunder in Verbindung gebracht, das im Kruger-Reservat in Südafrika tiefe Spuren hinterlassen hat. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.